Herzlich willkommen bei JMO Films. Ich bin Jay. Ich bin Mo. Und wir haben jetzt sozusagen unser Einjahresjubiläum mit unserem Film erreicht. Wir haben ihn vor genau einem Jahr hochgeladen und wir möchten dieses Video nach einem Jahr mal nutzen, um so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Wie ist es zu dem Film gekommen? Wie lief der Dreh und was ist so Lustiges am Set passiert? Und wir möchten dann auch noch so einen kleinen Ausblick geben, was mit dem Kanal passieren wird, denn wir haben auf jeden Fall ein bisschen was geplant. Ja, und nicht nur das, wir möchten uns auch bedanken bei euren wirklich positiven Kommentaren und dass wir überhaupt so viele Abonnenten und Aufrufe in dem letzten Jahr generiert haben, verdanken wir nur euch und deswegen danke da nochmal, weil das hätten wir uns nie vorstellen können. Ja, wie bereits gesagt, wir zeigen euch jetzt ein paar Insider, ein paar Behind-the-Scenes-Material, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Aber für das gehen wir erstmal ganz an den Anfang zurück. Nach den neuen Star Wars-Filmen, die in den Jahren 2015 bis 2019 rauskamen, wollten wir was Eigenes kreieren. Wir dachten uns, warum wollen wir nicht selbst was beitragen? Denn Star Wars hat wirklich unendlich viele Möglichkeiten, sich zu verwirklichen und so ein bisschen auch seine eigenen Träume zu erfüllen. Anfang des Jahres 2018 haben wir Solo: A Star Wars Story gesehen. Er hat zwar nicht ganz unsere Erwartungen erfüllt, aber wir fanden ihn dennoch recht gut. Dann waren wir schon etwas im Hype und wir wollten irgendwie etwas Eigenes machen. Wir hatten zufällig eine Kamera da und haben einfach ohne große Planung einfach drauf los gefilmt und haben dann einen 2,5-minütigen Fanfilm mit dem Namen The Last Mission kreiert. Die Story und die Effekte waren zwar wirklich schlecht, aber wir standen auch an unseren Anfängen. Wir hatten dann auch wirklich große Lust, auch weitere Projekte zu realisieren. Allerdings fehlten uns sowohl Zeit als auch Geld dafür. Ja genau, das war dann sozusagen unser erster richtiger Fanfilm. Als dann 2019 mit The Rise of Skywalker, das Ende der Skywalker-Saga, in die Kinos kam, sind wir natürlich ins Kino. Und nach dem Kino war der Hype wieder real. Er war genauso wie bei Solo: A Star Wars Story damals. Und unabhängig voneinander wurde uns beiden bewusst, dass wir uns nochmal ranwagen an einen Fanfilm. Doch dieses Mal sollte es professioneller, größer und mit einer richtigen Story sein. So sind wir dann ins Jahr 2020 reingerutscht. Und eines Tages hat mich dann Jay angerufen und hat gemeint, hey, wie wär's denn, wenn wir einfach einen Fanfilm drehen? Einen neuen, einen besseren. Ich habe gesagt, natürlich, ich bin gleich dabei. So haben wir dann noch am selben Tag 4 Stunden telefoniert. Wir haben die Story ausgesucht, wann sie genau spielt, was wir dann möglicherweise anziehen und was wir für Requisiten brauchen. Und genau am darauffolgenden Tag haben wir uns in der Stadt getroffen und genau die Requisiten und Kostüme zusammengesucht, die wir benötigten. Kommen wir nun zum ersten Drehtag, dem 2.1.2020. Wir haben in einem großen Gewölbekeller die ersten Szenen gedreht, wir haben sie später allerdings wieder verworfen, da es einfach nicht ganz unseren Erwartungen entsprochen hat. Wir sind kurz darauf auch in die wirkliche Eiseskälte hinaus. Ich glaube, man sieht es auf den Bildern. Wir waren wirklich dick angezogen und haben trotzdem sehr, sehr arg gefroren. Und haben dennoch die ersten Szenen gedreht, die es dann auch in den Film geschafft haben. Am darauffolgenden Tag, dem 3.1.2020, hatten wir unseren zweiten Drehtag. Wir hatten eine Vision vom Ende, die wir auch umgesetzt haben. Und dort haben wir eine erste Choreografie eingebaut, die es auch in den Film geschafft hat. Allerdings haben wir sehr, sehr lange dafür gebraucht, da wir viele Choreografien einfach am Drehort einstudiert haben und für manche Takes einfach wirklich 20 Versuche gebraucht haben, bis es für uns zufriedenstellend auf der Kamera war. Am Nachmittag waren wir dann fertig mit dem Endkampf und dann wollten wir unbedingt an den Anfang. Wir wollten erzählen, wie der 10. Bruder und der Jedi zum ersten Mal aufeinandertreffen. Und da kam uns auch die erste Idee von einem weiteren Charakter, einem Einsiedler auf diesem Planeten, der eben mit dem Jedi bekannt ist. Allerdings war das Kostüm einfach nicht ausgereift und wieder mal alles sehr spontan und improvisiert. Außerdem war alles, was wir am Nachmittag gedreht haben, wirklich nicht gut. Wir waren sehr ausgelaugt von dem Kampf und alles, was dort gedreht wurde, haben wir in der Post-Production wieder verworfen, weil wir gemerkt haben, dass es einfach nicht gepasst hat. Kommen wir nun zu Drehtag Nummer 3, der am 8.2.2020 frühmorgens startete. Das war natürlich wieder arschkalt, hat uns allerdings auch nicht abgehalten, den Drehtag gut zu starten. Wir haben da angefangen, wo wir den letzten Drehtag abgeschlossen haben, nämlich auf das Aufeinandertreffen des 10. Bruders und des Jedis.
Als wir dann das Aufeinandertreffen so einigermaßen im Kasten hatten, hieß es für uns Choreografien. Und da wir die Choreografien erst immer am Drehtag eingeübt und studiert hatten, war das ziemlich zeitaufwendig und auch körperlich sehr, sehr anstrengend. Allerdings sind da auch sehr gute Choreografien daraus entstanden, die es in den Film geschafft haben, und auch die ein oder anderen witzigen Outtakes. Am darauffolgenden Tag war das Wetter ziemlich schlecht und wir brauchten irgendwie immer noch eine Motivation, wieso der 10. Bruder genau diesen Jedi jagt und wie er ihn findet. Und da uns am Anfang, am ersten Drehtag, dieser Gewölbekeller eigentlich den Startschuss geben sollte, uns allerdings in der Post-Production der Take nicht ganz gefiel, haben wir uns nochmal neu hingesetzt und nochmal ein bisschen umgeschrieben und neue Szenen in dem Gewölbekeller angefangen zu drehen, die es dann auch letztendlich in den Film geschafft haben. Der 14.03.2020 markiert unseren 5. Drehtag. Hier brauchten wir ein Mittelteil und wir haben so ein bisschen aus den Fehlern der letzten Drehtage gelernt. Wir haben dann auch 2 neue Charaktere eingeführt, die beiden Kopfgeldjäger. Da haben wir in den Tagen davor so ein bisschen an der Story gearbeitet und das auch relativ schnell eingebaut. Da uns allerdings eben die Schauspieler fehlten, musste ich einen zweiten Charakter spielen. Unser Kameramann spielte den zweiten neuen Charakter. Wir haben dann morgens angefangen, das Lager der Kopfgeldjäger zu präparieren und haben dann auch relativ früh mit den Konversationen angefangen. Hierbei sind sehr lustige Outtakes entstanden, die auch teilweise nicht veröffentlicht wurden. Als wir mit den Konversationen fertig waren, haben wir uns überlegt, wie könnten die neuen Charaktere mit den alten zusammenspielen. Und da kam uns die Idee des 10. Bruders, wie gerufen. Er hat Konkurrenz und er möchte sie ausschalten. Und genau das haben wir uns zunutze gemacht. Als wir dann beim Faustkampf zwischen dem 10. Bruder und dem Kopfgeldjäger angelangt waren, blieben Verletzungen natürlich nicht aus. Wir haben uns gegenseitig die Füße eingetreten oder uns einfach unabsichtlich geschlagen. Manches davon ist auch in den Outtake-Videos zu sehen. Am 18.03.2020 war der 6. Drehtag. Durch Zufall hatten wir einen kleinen Waldweg entdeckt und sahen Potenzial für einen sehr spektakulären Kampf. Wir wollten dem 10. Bruder auch eine gewisse Backstory verpacken. Bloß war uns nicht klar, wie wir das machen, so haben wir uns dann entschieden, dass wir in der Mitte der Choreo eine kurze Konversation zwischen dem Jedi und dem 10. Bruder einführen. Nach der Konversation ging es natürlich weiter mit der Choreografie. Diesmal wurde keiner verletzt, aber da hat uns was anderes das Herz gebrochen. Dabei sieht man, dass bei dem Tritt das Lichtschwert in 2 Hälften geteilt wurde. Das war allerdings etwas problematisch, da wir das Lichtschwert noch für ein paar Szenen, genau für den Film, gebraucht hätten, was uns nachträglich einfach etwas gehindert hat. Kommen wir zum 1.04.2020, dem 7. Drehtag und auch gleichzeitig den letzten im Jahr 2020. Wir wollten das Ende noch runder gestalten. Wir wollten eine Konversation einbauen zwischen dem 10. Bruder und dem Jedi. Diese hat aber sehr lange gebraucht zum Drehen. Wir mussten viel auswendig lernen und haben somit sehr, sehr viele Versprecher gehabt oder wussten einfach nicht mehr, was wir sagen sollen. Viel davon ist allerdings nicht in den Outtakes gelandet, da wir sehr viel offscreen geprobt haben. Zusätzlich wollten wir die Kopfgeldjäger noch etwas anders erzählen. Wir wollten sie nicht so aus dem Nichts erscheinen lassen. Und so haben wir am Anfang einen 3. Handlungsstrang eingebaut. Und diese 3 Handlungsstränge des Jedis, des 10. Bruders und der Kopfgeldjäger führen dann in der Mitte des Filmes aufeinander zu, um dann die Handlung abzurunden mit dem Endkampf. Kommen wir nun zum 20.02.2021. Drehtag Nummer 8, den es eigentlich gar nicht hätte geben sollen. Warum, fragt ihr euch? Nun, wir hatten eine Rohfassung des Filmes und dort ist uns aufgefallen, dass uns wichtige Zwischenszenen im Film fehlten. Dadurch mussten wir natürlich nachdrehen, weil es ansonsten Plotholes in unserem Film gegeben hätte. Allerdings war das auch von Vorteil, weil wir dann dadurch, dass wir etwas Zwischenraum zwischen den Drehtagen hatten, mehr Erfahrung gesammelt hatten und somit die Szenen schneller und besser abschließen konnten. Kommen wir zum Ende unserer Dreharbeiten zum Drehtag Nummer 9, der am 21.02.2021 stattfand,
wo nicht mehr viel passierte. Wir hatten ein paar Naturaufnahmen, deswegen sind wir auch schon früh morgens los, um diese einzufangen, und noch ein paar kleine Zwischensequenzen, die wir noch für den Film brauchten, um ihn den letzten Feinschliff zu verpassen. Und das war der Abschluss unserer Dreharbeiten. Natürlich während dieser ganzen Dreharbeiten habe ich schon angefangen, das Ganze etwas zu bearbeiten. Den Rohschnitt hatten wir schon angesprochen und auch verschiedene Effekte haben wir ausprobiert und auch schon auf das Ganze draufgelegt. So sind wir auf eine Gesamtanzahl von ungefähr 218 Schnittstunden gekommen, mit den Bearbeitungsstunden eingerechnet, was wirklich sehr lange war, und deshalb hat das Ganze auch über ein Jahr gedauert, das Ganze zu animieren. Anfangs war das Ganze eher als eigenes Projekt gedacht. Wir wollten das auf eine DVD brennen und unseren Familien zu Weihnachten schenken. Leider gab es mehrere Komplikationen mit den Programmen und dann haben wir diese Idee einfach verworfen. Trotzdem haben wir den Film Familie und Freunden gezeigt und sie haben uns viel Zuspruch gegeben und meinten, wir sollen das doch unbedingt auf YouTube hochladen, was wir eigentlich erst nicht vorhatten. Wir haben uns dann doch entschieden, den Film auf YouTube hochzuladen und das Ganze auch realisiert, nachdem wir unsere Abschlussprüfungen beendet hatten. Und was in diesem Jahr an Feedback auf uns zukam, ist unglaublich. Wir haben knapp 200 Abonnenten und über 40.000 Aufrufe gemacht. Und wir hätten damit niemals gerechnet, für ein so spontanes Projekt von komplett unbekannten Menschen so eine Resonanz zu bekommen. Das war für uns einfach unglaublich und wir möchten euch danken. Es ist wirklich unglaublich. Okay, jetzt noch die spannende Frage, was kommt in Zukunft? Nun, wir haben weiterhin Bock, den Kanal etwas mehr zu beleben und haben uns dort schon ein paar kleinere Projekte rausgesucht, die wir in der Zukunft anstreben. Wir wollen allerdings das Filmemachen nicht wirklich beiseite legen, deswegen werden wir auch an einem etwas größeren Filmprojekt weiterhin arbeiten. Dies wird allerdings noch etwas Zeit benötigen, da wir mit dem Drehbuch erst jetzt fertig geworden sind und uns sowohl die Zeit als auch die Ressourcen sowie die Crew und die Besetzung der Rollen einfach fehlt. Und falls ihr Interesse habt, an diesem Film mitwirken zu wollen, könnt ihr über die Kanalinfo eine E-Mail an uns schicken und wir besprechen dann gemeinsam mit euch, wie wir euch in unseren Film einbauen können. Und zur Feier des Tages, auch wenn wir euch leider keinen Fanfilm präsentieren können, wollen wir euch doch noch einen kleinen kurzen Einblick in das gewähren, was ihr zukünftig auf diesem Kanal erwarten könnt. Viel Spaß! Wir hoffen, das Video und der kurze Einblick in den Entstehungsprozess unseres Fanfilms hat euch gefallen. Hier findet ihr noch das Hauptvideo und die Outtakes. Nochmal vielen Dank für euer großartiges Feedback und bis bald auf unserem Kanal.